Hallo hier in Herzogenrath an Schülerinnen und Schüler der Europaschule, an alle Beteiligten hier beim Realize Festival im Jugendzentrum Herzogenrath. Und als Einladung, mein Name ist Jörg Eichnauer, ich bin vom Verein Mehr Demokratie und wir sind mit dem Projekt unterwegs European Public Sphere. Diese Kuppel, unter der wir gerade sitzen, die wandert durch ganz Europa. Die war schon in Spanien, sie war schon in Österreich, ist momentan in Nordrhein-Westfalen, wird weiter wandern, im Herbst wird sie in Rom sein. Und überall versuchen wir mit Menschen zu reden, über ihre Gedanken, ihre Visionen, über das, wie Europa zukünftig aussehen sollte, was passieren muss. Und darüber wollen wir auch heute hier in Herzogenrath reden, insbesondere auch dem Thema Jugend und Europa. Welchen Blick hat Jugend auf unseren Kontinent? Und bevor wir starten, würde ich vorschlagen, wir machen eine kleine Runde. Jeder sagt kurz seinen Namen und vielleicht so den ersten Eindruck, den er so diesem Thema hat, was ihm da auf dem Herzen liegt. Ja, mein Name ist Dennis und... Muss ich ein bisschen lauter reden? Das Mikro verstärkt nicht, sondern... Okay, wirklich einen ersten Eindruck habe ich nicht zu dem Thema. Ich wollte eigentlich allgemein nur mal hierher kommen, um was zu erfahren und so. Okay. Und ja. Ja, ich bin Felix. Ja, mein Eindruck zu Europa und Jugend in Europa ist, dass wir doch eine relativ große Freiheit haben, unsere Freizeit dann auch zu gestalten, beziehungsweise auch relativ viele Angebote haben, um die Möglichkeit, unsere Freizeit überhaupt wahrzunehmen. Ich bin Hermann Gendrisch von Attac Wurmtal. Also ich wohne nicht in Herzogenrath, sondern ich wohne in Übach-Palenberg, aber die Gruppe ist im Wesentlichen hier in Herzogenrath. Ich bin eingeladen worden zu dieser Veranstaltung und bedanke mich dafür. Ja, ich habe schon einen anderen Aspekt, denke ich mal. Also Attac gilt ja als globalisierungskritische Bewegung. Global heißt eben global und nicht Europa. Und ich finde, die große Gefahr im Moment, die Europa angeht, ist, dass Europa zwar nach innen möglicherweise die Grenzen öffnet, aber nach außen die Grenzen abschließt. Und wir sind jetzt ja auch in der Zeit, wo 500 Jahre Kolonialismus war, wo die Europäer ihre Ideen in die Welt gebracht haben und vor allen Dingen andere Völker ausgebeutet haben. Und meine Befürchtung ist, dass diese Entwicklung in diese Richtung weitergeht. Und ich finde, wir sollten auch aufpassen, wenn wir über Europa reden, dass das nicht gleichgesetzt wird mit der EU. Ne? Also zum Beispiel geht Europa ja bis zum Ural. Ne? Also Moskau gehört dazu. Und ich befürchte ein bisschen, dass diese Diskussion über Europa doch den Rest der Welt ausgrenzt und ich finde, das darf auf keinen Fall passieren. Wenn wir über Europa reden, EU, Europa sind zwei verschiedene Begriffe. Wir müssen aufpassen, dass wir die immer schön auseinanderhalten. Und auch ich glaube, was Sie gesagt haben, dieser egoistische Blick auf Europa, also da müssen wir vielleicht auch ein bisschen weg von kommen. Nicht, was kann Europa für uns tun, wir als Deutsche gucken drauf und wo kommen wir Fördergelder her und die anderen, sondern wir müssen uns vielleicht auch immer in die Lage versetzen, was andere in Europa, ob das die Portugiesen sind, ob das die Iren sind, welche Bedürfnisse haben sie, und wir müssen gucken, wie schaffen wir es, dass alle Menschen in Europa und dann auch weltweit, ja, in Menschenwürde miteinander zusammenleben können. Und was bedeutet das für uns und was bedeutet das für unsere Werte auch in Europa? Und ja, ansonsten glaube ich halt einfach auch, dass wir brauchen diese Sensibilität füreinander. Damit würde ich, glaube ich, irgendwie erstmal so stehen lassen. Also zur EU kann ich nur sagen, dass also persönlich denke ich, dass die EU so als Gesamt entstanden ist, halt um auch eine wirtschaftliche Kraft gegenüber Amerika herzustellen, weil die einzelnen Länder sonst auch wirtschaftlich, denke ich bin mir dann nicht sicher, alleine keine Chance hätten, und die EU, wie sie jetzt zusammen ist eine gute Alternative für, und ja. Ja, was ich als Problem sehe, ist halt EU und Europa, ist, dass da viel zu viele Leute sitzen, die halt viel zu lange brauchen, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Das sehe ich halt kritisch, dass man das halt
bei manchen Entscheidungen viel schneller lösen müsste. Hättest du da ein konkretes Beispiel, was du so nagen könntest, also was schneller gehen müsste? Zum Beispiel Klimawandel. Ich finde, da passiert jetzt, okay, man redet drüber, so, was passiert da? Es müsste halt viel schneller gehen, weil die Abgase und alles, die wir verpesten, die werden nicht wirklich weniger. Ich meine, es gab jetzt irgendwie ja das Gesetz, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt in Deutschland das war, dass die einfach jetzt eine Umgehungsstraße machen, damit die Straßenwerte wieder passen. Und ich denke, ja, dann habt ihr trotzdem in der gesamten Stadt noch den gleichen Wert. Also was hat das dann für einen Sinn? Wo wir gerade bei dem Thema mit dem Klimawandel waren, meiner Meinung nach sollte Europa als Allgemeinschaft auch eventuell was gegen Trumps Ansichten machen, der auch aus dem Klimawandel jetzt ausgetreten ist und so weiter, weil ist ja schön und gut, dass er auf die Wirtschaftskraft von Amerika setzt, hier jetzt auch wieder hohen Wert auf die Kohle und so weiter setzt, nur wenn es keinen Ort mehr gibt, wo die Menschen leben, dann bringt es einem auch nichts, wenn man eine starke Wirtschaft oder Industrie hat. Deswegen denke ich halt auch, dass Europa dementsprechend besser und schneller Entscheidungen treffen sollte und eher als Gemeinschaft auch eher fungieren sollte und eventuell auch Außenstehende mit einbeziehen sollte. Ich wollte zum Thema Ökologie noch einmal zurückkommen, weil ich denke, wir als Europäer oder als Westler haben es einfach zu sagen, naja, wir sollen jetzt ökologischer sein, schaut mal, was alles kaputt geht. Und unser ganzer Wohlstand hat sich über Jahrzehnte im Westen aufgebaut, dass wir Zölle gehabt haben und dass wir die Umwelt verpestet haben. Was sagen wir einem Chinesen, der sagt, jetzt habe ich das Recht, ihr wollt jetzt, der Trump will jetzt alle Zölle abschaffen, hat er als letzten Satz gesagt, bevor er gegangen ist vor ein paar Tagen. Jetzt wie ist es mit denen, die sagen, jetzt wollen wir auch mal Jahrzehnte die Umwelt verpesten, damit wir den Wohlstand haben, den ihr erreicht, und dann können wir gleichberechtigt in die Ökologie gehen. Wir haben das verschmutzt und die sollen jetzt mithelfen, das zu flicken. Was sagen wir denen? Das ist auch eine Frage, die ich mir denke, die zu beantworten gibt in der Zukunft. Mich würde mal interessieren, also natürlich sind solche Fragen wichtig und der geschichtliche Blick ist auch sehr wichtig. Wir haben jetzt vieles darüber gehört oder solche Einzelheiten, wie dass man weiß, da gibt es 2% der Ausgaben fürs Militär. Aber mich würde mal interessieren, was sind eigentlich die Ideale, an denen wir uns orientieren wollen? Es gab mal vor über 200 Jahren eine Revolution, die Französische Revolution, und da hat man von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gesprochen, oder heute würde man vielleicht eher sagen Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Ja, also etwas, wo der Mensch aufgerufen ist und sagt, ja, das Freiheitswesen des Menschen ist doch etwas ganz, ganz Wichtiges, und erschöpft sich dieses Freiheitswesen darin, dass wir sozusagen herumreisen dürfen, wo wir wollen, oder ist Freiheit noch was ganz anderes? Oder die Frage nach der Gleichheit, dass wir alle gemeinsam demokratisch miteinander beschließen, was wir in einem Staat wie Deutschland oder eben in so einem Zusammenhang wie Europa wollen, dass wir da alle gleich sind miteinander, ja, dass jeder dieselbe Stimme hat, oder dass wir solidarisch sein müssen. Das ist ja heute in unserer Wirtschaft überhaupt nicht gegeben. Du hast, glaube ich, vorher gesagt, Europa ist ja auch gegründet worden als wirtschaftliche Kraft, um gegen die anderen Wirtschaftsmächte nicht unterzugehen. Aber ist Wirtschaft nicht eigentlich die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass die ganze Welt gut versorgt ist? Also diese Ideale zu haben, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit im französischen Revolution, steht heute noch auf jeder Euromünze. Wenn ihr die Euromünzen, wenn ihr heute die bekommt, dann könnt ihr schauen, aus welchem Land kommt die, ja. Und dann steht auf dem Französischen drauf, Liberté, Égalité, Fraternité. Also ich würde gerne auf den Terminus Freiheit eingehen und auf die Definition davon, weil ich es tatsächlich schwierig finde, den zu definieren, weil wir haben zwar die Freiheit hinzufahren und hinzureisen, wo wir wollen in Europa, aber wenn wir zum Beispiel jetzt auf die Frage späteren Beruf oder Traumberufe eingehen, finde ich es extrem schwierig, das hier zu erreichen, weil ich persönlich würde zum Beispiel gerne an der RWTH in Aachen, hatte ich überlegt, Psychologie zu studieren, und der NC dafür ist absolut unerreichbar. Mit 1,1 ist schon ziemlich krass, das auch durchzuziehen. Dann hatte ich überlegt, warum nicht nach Maastricht, weil die keinen NC haben, aber man ein entsprechend gutes Zeugnis hat. Aber da die Kosten zu bezahlen, ist extrem schwierig. Also ist für mich...
Auch keinen C. Ja, das ist mir persönlich... Genau. Ja, jetzt ist mir persönlich am attraktivsten gewesen die Bundeswehr, wo wir eben drüber geredet hatten, weil man dort halt, ich muss mich 13 Jahre zwar verpflichten, habe aber dann die Freiheit, mir zum Beispiel auch auszusuchen, ob ich nach München oder nach Hamburg gehe, da zu studieren. Dann muss ich da zwar meine Zeit verbringen, kann aber dann nach 13 Jahren immer noch aussuchen, ob ich da bleiben möchte oder ob ich über die Bundeswehr weiterarbeiten möchte oder ob ich dann mich selbstständig machen möchte oder irgendwo einen anderen Beruf suchen möchte. Deswegen finde ich es also in Sachen Beruf ziemlich schwierig zu sagen, dass wir die Freiheit haben, uns auszusuchen, was wir möchten. Ja. Ja, findest du das, darf ich ganz kurz erzählen, findest du das gut, dass du vorher zur Bundeswehr musst, obwohl du eigentlich Psychologie studieren willst? Nee, ich kann das ja über die Bundeswehr. Ich muss halt nur meine 3-monatige Grundausbildung ablegen. Ja, aber findest du das gut, dass du das nur über diesen Weg schaffst? Ich finde es nicht gut, dass ich es nur darüber machen kann, aber ich finde gut, dass ich immer noch die Möglichkeit habe, das darüber zu machen. Ja. Also ich meine, die Frage ist, also wir leben ja in der Realität und schauen, wie wir in der Realität das Beste oder wie wir damit umgehen. Ja? Das sind immer die Fakten. Und die andere Frage ist, wie sollte es vielleicht sein? Ja? Oder die Frage, wie würdest du es dir wünschen, ein System, ja, dass wie kommt man zu seinem Beruf? Ist ein NC sinnvoll? Ist es sinnvoll, notwendig, dass man für ein Studium bezahlen muss? Also wie sind die Rahmenbedingungen? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das gut finden, ja, dann sollten wir uns auf den Weg machen, dafür zu sorgen, dass es so wird, wie wir uns es wünschen. Losgelöst, wie es gerade im Hier und Jetzt ist. Ja, das ist so ein bisschen so der Gedanke, wo ich immer sage, sind immer bipolar. Also zwei Dinge. Realität, okay, ich muss halt gucken, ich muss morgen was zum Essen kriegen, da muss ich umgehen, muss gucken, wie schaffe ich das? Und auf der anderen Seite habe ich ein idealeres Bild von Europa und die Fragen, Freiheit, brüderlich, Gleichheit. Wie komme ich dahin? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das aber in der Westsahara oder hier, wenn wir über Europa reden, was bedeutet das für einen Letten? Was bedeutet das für einen Griechen? Sich in die Lage auch reinversetzen oder auch die Frage jetzt, die du vorhin angesprochen hast, ja, die Entscheidungen kommen zu langsam. Ja? Die Frage ist, wie müssen wir verfasst sein in Europa, damit wir vielleicht bessere, auch schnellere Entscheidungen kriegen? Ist Europa überhaupt demokratisch? Wie sieht das mit dem Europaparlament aus? Kein Initiativrecht. Also die Entscheidungen, die wir vielleicht bräuchten, könnten ja theoretisch durch das Europaparlament angestoßen werden. Das Recht hat das Europaparlament momentan gar nicht, ja, weil sie gar nichts auf die Tagesordnung setzen können. Also ganz viele Fragen, zu gucken, vom Hier und Jetzt, wie kommen wir in das Morgen? Wir können es ändern. Die Frage ist, und das kommt so ein bisschen in die Schwerfälligkeit der Entscheidungen, wie geht das denn? Wenn die Fragen hier Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist schön. Ich persönlich, okay, ich könnte jetzt eine ganze Latte, könnte das aufzeigen, wo ich meine, es könnte besser sein, aber rein grundsätzlich haben wir es. Oder wie du sagst, es sind an sich leere Worte. Oder so hehre Worte, keiner ist gegen mehr Demokratie. Wo fehlt es denn? Ja, brauche ich das Initiativrecht? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ich würde sagen, ja, wir brauchen es. Es gehört zur Demokratie dazu. Ich denke, also ich weiß nicht, ob ich es vorher richtig gehört habe, dass du gesagt hast, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Freiheit, Gleichheit und Solidarität, das wäre Geschwätz. Also für mich sind das die drei Ideale, die drei Richtkräfte, nach denen sich eigentlich unsere Gesellschaft zu orientieren hat. Richtkräfte. Ja, und zwar, wir müssen sie aber natürlich richtig verstehen, diese Richtkräfte. Weil wenn ich sage Freiheit als absolutes Ideal, dann ist eben auch meine Freiheit, ich falle in Afrika ein und beute dort die Rohstoffe und die Märkte aus und überflute weiß ich was und dann habe ich da meine Freiheit, reich zu sein, ja. Und dann bleibt die Solidarität auf der Strecke. Ja? Also wo muss denn Freiheit herrschen? Zum Beispiel müsste Freiheit doch dort herrschen, dass man studieren kann, was man studieren will. Da müsste doch Freiheit herrschen. Nein, kann er nicht. Er muss vorher 13 Jahre sich für die Bundeswehr verpflichten. Also muss er nicht. Aber wenn er diesen Weg gehen will, das heißt, wir haben zum Beispiel ein wirklich freies Bildungswesen, ein wirklich freies Universitätswesen, haben wir noch nicht. So ein Ideal wie Freiheit, dass das eben wirkt, da wo wir unsere Impulse haben, da wo wir sagen, wir wollen das und jenes studieren, wir wollen gern Psychologie studieren, weil da ist etwas, was uns interessiert daran, ja, und auch wenn
wir keinen 1,0 Notendurchschnitt haben. Mir ist das sowieso fremd als Österreicher, dieser Numerus Clausus. Aber ja, und dass wir als Demokraten gemeinsam unser Gemeinwesen bestimmen, als Gleiche unter Gleichen, das ist doch nicht selbstverständlich. Dafür haben wir gekämpft und wir sind vor allem aber noch nicht am Ziel, weil wir bis jetzt ja nur die repräsentative Demokratie haben. Wir haben noch keine direkte Demokratie, die repräsentative Demokratie ergänzt. Also ist unser Gleichheitsprinzip noch nicht verwirklicht. Aber wir können es selbst in die Hand nehmen. Schaut mal, wir bauen diese Kuppel hier auf, haben dafür Spenden gesammelt und haben ein Projekt gegründet und haben es einfach gemacht. Wir sind von keiner Partei, wir sind nicht beauftragt von irgendwelchen Regierungen, sondern wir machen das, weil uns Europa am Herzen liegt. Das sind Ideale. Das ist für mich nicht Geschwätz, sondern ich handle, weil Ideale in mir walten. Ja, ich war zum Beispiel ein halbes Jahr in Kanada. Und ich weiß, dass es ein extrem finanzieller Aufwand ist und dass nicht gerade billig ist, eben solche Sachen machen zu können. Und ich finde, dass nicht nur finanziell gut bestückte Menschen die Möglichkeit haben sollten, so welche Aktionen zu machen, sondern auch, sage ich jetzt mal, finanziell ärmere Familien und Schüler, die aber dennoch daran interessiert sind, wie in meinem Fall ihr Englisch zu verbessern oder wenn sie nach Montreal oder so gehen möchten, ihr Französisch zu verbessern, weil es ja immer noch daraufhin anspielt, dass sie dadurch bessere Berufe eventuell kriegen, weil das ja immer noch aufgeführt werden kann bei Bewerbungsgesprächen als, weiß ich nicht, Dolmetscher oder im Wirtschaftswesen. Ich finde es einfach wichtig, dass man in der Hinsicht auch hilft, dass man, wie schon zuvor angesprochen, dass man dabei hilft, die Berufe zu erreichen, die man sich auch tatsächlich vornimmt, später zu bekommen. Ja, würde ich mich anschließen, weil ich denke, wenn ich die Chance habe, einen Job zu machen, der mich wirklich interessiert, dann hänge ich mich da auch einfach mehr rein, als wenn ich einfach einen Job habe, den ich mache, weil ich ja Geld bekomme. Und dann leiste ich auch einfach mehr und das hatte dann eigentlich jedem zum Nutze, wenn ich mehr bringe. Und deswegen bin ich halt auch einfach dafür, dass man auch solche NCs einfach abschafft, weil das ist eh nur so ein Schubladendenken, finde ich. Was bringt mir ein 1,0 Abi, wenn ich ein 3,0 Abi habe, dann bin ich immer noch ein netter Mensch wahrscheinlich. Also das, was du im Prinzip schilderst und auch was du vorhin gesagt hast, also die Dinge tun zu können, die dich anpieksen, die dir wichtig sind. Und ich glaube, wenn das jeder Mensch einfach tun kann. Ich glaube, jeder Mensch will sinnvolle Dinge tun. Jeder will irgendwie erfolgreich sein. Jeder will sich verwirklichen in einer gewissen Art und Weise. Das ist, glaube ich, das absolut Entscheidende. Nur die Frage, wie schaffen wir das als Gesellschaft, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das so passieren kann? Ja, also sind wir im Konkurrenzdenken und brauchen wir da 1 Million zum Verdienen? Wie komme ich da irgendwie hin? Oder geht es darum, weiß ich, wenn jemand glücklich ist und irgendwie die ganze Zeit nur Gänseblümchen pflücken will, ja, ist das okay, wenn er das tut? Ja, tolerieren wir das als Gesellschaft, wenn er damit glücklich ist? Ja, ich weiß nicht, was du noch vielleicht dort an Gedanken hast, was dich glücklich macht. Ja? Also ich mache es gerade glücklich, hier zu sitzen und zu reden. Ja, ist okay. So, wunderbar. Aber wie schaffen wir das, dahin zu kommen, dass Menschen glücklich werden, in dem Sinn, dass sie Dinge tun können, die sie tun möchten? Normal. Ich denke mal, es ist einfach wichtig, toleranter zu werden. Wesentlich toleranter, wenn man zum Beispiel jetzt guckt, dass einige Flüchtlinge aus Syrien wahrscheinlich die begnadetsten Mechaniker oder Architekten oder Mediziner sind, müssen sie hier immer noch ihr Studium ablegen oder nachweisen können, schriftlich mit Notar, weiß ich was alles, dass sie das auch können. Ich finde sowas schwachsinnig, weil sie dadurch wieder Jahre verlieren und dadurch auch ihre Qualität wieder verlieren, weil sie ihr Fach, was sie studiert haben in dem Land, wo sie herkommen, nicht praktizieren können und dadurch auch teilweise auch die Übung verlieren, in dem, worin sie ehemalig extrem gut waren. Von daher finde ich es wichtig, toleranter zu werden und offener für Menschen, die nach Europa kommen, beziehungsweise für Dinge, die sie schon geleistet haben. Das finde ich interessant, was du jetzt gesagt hast, weil wir wollen ja, also der Syrer, der was kann, der leistet ja einen Beitrag für die Gesellschaft. Ja? Und wenn du jetzt sagst, du möchtest Psychologie studieren und möchtest Psychiater oder Psychologe werden, dann
dann wirst du irgendwann mal etwas leisten für das Ganze. Du wirst einen Beitrag geben, du bringst dich ein. Ja? Es ist doch absurd, dass man sozusagen dafür zahlen muss, dass man dann später was beitragen kann. Also das ist ja überhaupt, ich meine, wenn man jetzt mal solche Dinge weiterdenkt, dann kommt man möglicherweise drauf, sehr, sehr vieles an diesen Gedanken, die da so ganz selbstverständlich sind. Wir müssen ja was verdienen und wir müssen ja eine Ausbildung machen und wir brauchen guten Noten. Das sind ja alles, letztlich sind das alles Gedanken, die aus irgendwelchen Denkgewohnheiten oder Ideologien kommen. Und man kann ja überhaupt fragen, ja, warum denke ich überhaupt Einkommen und Arbeit zusammen? Warum kriege ich Geld dafür, dass ich was leiste? Sondern ich kriege ja vielleicht Geld, damit ich was leisten kann, damit ich etwas einbringen kann. Weil ein Kind braucht ja zunächst auch mal ein Einkommen, in dem es Nahrung bekommt und ein Obdach und ein warmes Plätzchen. Ja, also man muss ja überhaupt was bekommen, damit man dann was geben kann. Ja? Und da gibt es zum Beispiel Initiativen in Europa oder auf der ganzen Welt, die setzen sich für das Grundeinkommen ein. Dass jeder Mensch das Minimum, was er braucht für ein halbwegs gutes Leben, auch schon mal bekommt, damit er dann überhaupt sich fragen kann. Die Schweizer Grundeinkommensinitiative hat die Frage gestellt, was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt ist? Also nicht, was würdest du arbeiten, damit du genug Einkommen bekommst, sondern was würdest du einfach tun wollen, wenn du dich ums Einkommen nicht mehr kümmern müsstest. Ganz anders gedacht. Ja? Also wie können wir beginnen, ein bisschen gegen den Strich zu denken? Wo wir wieder beim Thema Freiheit wären. Genau, also da sind wir beim Denken, sind wir in der Freiheit. Beim Ausbeuten der Dritte Weltländer, da hat die Freiheit nichts verloren. Da muss die Solidarität walten. Also ihr seht schon, diese drei Ideale, wenn wir sie verabsolutieren, dann sind sie falsch. Aber wenn wir sagen, da muss die Freiheit walten, da wo es darum geht, was ich tun will, ja, da ist sie richtig. Eine Frau stirbt, eine Mutter, 3 Kinder. Das war ein realer Fall, nicht? Der Mann sagt, oh, was mache ich jetzt mit den 3 Kindern? Der hat sich dann an den Versicherer gewandt und hat gesagt, ich brauche 3 mal 8 Stunden eine Hilfe, die die Aufgaben wahrnimmt, die meine Frau gemacht hat. Nicht? Das waren, ich weiß nicht, damals seinerzeit, das waren auf jeden Fall Tausende. Und er sagte, guck mal her, das ist das, was in erster Linie die Frauen, die Mütter, kostenlos an Leistung tagtäglich bringen. Das ist mindestens die Hälfte vom Bruttosozialprodukt. Wie viele, meistens Frauen, haben keine Möglichkeit, die Kinder in den Kindergarten, in die Kita zu schicken. Wie viele pflegen Familienangehörige, die sonst in Heime gehen müssen und das alles umsonst. Die Leistung ist die gleiche, um nicht zu sagen besser, als wenn einer stundenlang da liegt und klingelt im Heim, bevor eine überlastete Altenpfleger oder Altenpflegerin sich um ihn kümmern kann. Die Schwester oder die Schwiegertochter oder wer auch immer in der Familie, die ist in 10 Minuten, 5 Minuten sofort da, die Pflege ist besser. Die kriegt aber nichts dafür. Nee, man sagt, wenn sie in ihr Rentenalter kommt, ja, du hast ja keine Rente gesammelt, du kriegst jetzt nichts. Du musst arbeiten, um ein Mensch zu sein, sage ich mal brutal, von der ökonomischen Logik her. Jeder anerkennt, dass das, was gemacht wird von denen, die nichts kriegen, ist natürlich wertvoll. Aber erst wenn es auf einem Lohnzettel mit Abzügen für die Steuer, mit Abzügen für die Krankenkasse und, dann ist es eine Leistung, die volkswirtschaftlich bewertet wird. Das ist das, was du meintest. Wir müssen darüber hinaus denken. Das Wirtschaften, Grundeinkommen, das Wirtschaften ist was anderes als nur das, was wir verdienen. Ich wollte nur was sagen, so die Jugendlichen stressen sich alle wegen dem Abitur, wegen dem Studium und so weiter, aber das liegt nicht nur am Numerus Clausus und an dem Traumberuf oder sowas, weil egal, wenn man in die sozialen Medien und sowas schaut, so es ist egal, ob man seinen Traumberuf machen möchte, wenn man einen gewissen Lebensstandard nicht erreicht und deswegen dann auf alles Mögliche verzichten muss und einfach diese Leute, die alles haben, sozusagen verherrlicht werden, dann wird man auch das erreichen wollen, weswegen man einfach dann gierig genug ist, um nicht brüderlich mit anderen Leuten zu teilen, weil ich bezweifle, dass viele Leute so auf, sagen wir es mal, die Hälfte ihres Lohns verzichten würden, damit ein Zweiter genau dasselbe hat wie einer selbst. So, demnach... Findest du das gut? Nee, aber es ist irgendwie so, wir wachsen irgendwie alle damit so auf, wenn man sich die jugendlichen Idole mal anguckt, das sind 16-Jährige, die
Milliarden haben, so, nicht Milliarden, Millionen haben, so damit rumschmeißen, nichts dafür gemacht haben. So, und dann wiederum guckt man sich andere Leute an, die ihr Leben lang studiert haben und gerade mal so über die Lebensgrenzen kommen. Da fragt man sich auch so, lohnt es sich, die ganzen Sachen zu machen? Muss man das machen oder, ja. Wie beantwortest du das für dich? Für mich beantworte ich das, ich will erstmal gucken, was ich selber machen möchte, weil ich weiß selbst, ich werde nicht irgendwie durch Zufall jetzt berühmt werden, wie diese ganzen Leute aus Amerika, diese Idole, die sozusagen verherrlicht werden. Und ich will einfach gucken, dass ich sozusagen selber zufrieden werde, damit ich einen Lebensstandard erreichen werde, den ich selber haben möchte. Ich finde das ja klasse, dass das jetzt auf die soziale Frage kommt. Ne? Also eigentlich will ich da schon die ganze Zeit darauf hinaus, habe mich da aber bisher noch nicht so richtig eingebracht. Also meine Bezeichnung von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als Geschwätz, das bezieht sich auf die Politik. Ich kann das einfach nicht mehr hören, wenn Leute wie Schulz oder Europapolitiker von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sprechen und gleichzeitig die Leute im Mittelmeer ertrinken lassen. Das widerspricht einfach dem, was sie sagen. Und das meine ich mit Geschwätz. Die Ideale, die teile ich ja durchaus. Das ist ja nicht das Problem. Ja, ich glaube, mehr Demokratie ist eine gute Sache, wer will das nicht fordern, ne? Mehr Mitbestimmung und so weiter. Aber ich glaube, das Grundproblem, was angegangen werden ist in Europa, ist die soziale Frage. Wie kann es sein, dass es immer weniger, dass die wenigen Reichen immer reicher werden und die Schere von Arm und Reich so weit auseinandergeht und damit auch solche Fragen, wie sie da gerade gestellt wurden, natürlich klar sind. Es ist doch klar für euch, dass ihr versucht, in einer Gesellschaft Platz zu finden, eine Gesellschaft, die aber immer weiter der Unterschied zwischen Reich und Arm auseinandergeht. Und ihr wollt halt möglichst weit nach vorne gehen und ihr seid dann eben sogar so weit, ich provoziere mal gerne, ne, dass ihr eben bereit seid, eben Waffen gegen andere Völker und so weiter einzusetzen, nur um eben einen bestimmten Status in der Gesellschaft zu bekommen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir in Europa solidarisch miteinander und nicht nur in Europa, weltweit solidarisch miteinander umgehen und dass diese extremen Ungleichheiten aufhören. Und das fängt auch in der Politik schon damit an. Ich kann es nicht mehr hören, wenn eben die Bundesregierung stolz darauf ist, dass Deutschland so stark in Europa ist, dass wir eine starke Wirtschaftsmacht sind und so weiter. Sondern mich betrifft viel eher, dass das auf Kosten anderer Staaten geht, wie zum Beispiel Griechenland oder wie demnächst Italien, ne, wo also Leute wirklich am Existenzminimum leben. Und natürlich dann die jungen Leute, die da sind, sich die Sorgen um die Zukunft machen. In Griechenland haben wir 40%, glaube ich, oder vielleicht sogar 60% Jugendarbeitslosigkeit. Das sind ganz andere Probleme als ein Studienplatz. Damit will ich den Studienplatz nicht kleinreden, aber wir werden damit kein Europa schaffen, in dem solidarisch miteinander umgegangen ist. Und deshalb ist für mich schon die soziale Frage, ich habe nichts gegen Demokratie und so weiter, aber die steht für mich an erster Stelle. Ja, einfach um die Frage eben nochmal aufzugreifen. Sie haben ja gefragt, was wir uns in 20 Jahren quasi wünschen würden. Das wäre einfach für mich, was ich mir wünschen würde, dass wir dieses Schubladendenken einfach abschaffen und davon wegkommen, da ich halt einfach merke, wie man sofort in Schubladen gesteckt wird, wenn man irgendwas macht, irgendwas hat oder irgendwas nicht hat. Und das finde ich halt mega schade, weil die Leute werden so auch gemacht, finde ich persönlich, dass wenn ich jetzt das und das nicht habe, dann bin ich halt die Person. So, und ich kann dann nicht mehr wer anders sein, weil ich in dieser Schublade jetzt drin stecke und ich komme dann so einfach auch nicht mehr raus. Und ich finde, dafür das sollte man abschaffen, so bekommt man halt auch viel mehr Chancen, was halt dann auch wieder helfen würde. Kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben mit der Schublade, wie man da reinkommt? Irgendwas Konkretes? Ja, man wird von der Gesellschaft quasi reingesteckt. Also mir fällt jetzt spontan kein Beispiel ein. Dir? Vielleicht auch mit der Herkunft teilweise oder von, wenn man jetzt eine Stadt sich anguckt, dann gibt es Randbezirke. Und die Leute aus Randbezirken haben es schwieriger, sich teilweise irgendwo durchzusetzen oder einen Job zu bekommen, als Leute aus wohlhabenden Gegenden. Meinst du sowas? Ja. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Aber ist es nicht so, dass die ganze Bildung, die Gesellschaft und die Schule ist ein wichtiger Baustein am Anfang, dass die überhaupt nicht Solidarität will, die will Konsumenten erziehen. Je mehr es Konsumenten gibt, desto mehr haben die an der Macht sind, können weiter ihre Geschäfte treiben. Und sind wir wehrlos,
Und dann ist auch die Frage, du sagst, ja, mehr Demokratie will jeder. Wenn ich das höre, denke ich mir, sollen wir nicht die Blöden und die Bescheuerten von der Demokratie ausschließen? Müssen wir nicht ein Abitur machen für Leute, die solidarisch denken können und die lassen wir da abstimmen? Das wäre ja auch mal eine Frage. Ich denke, wir brauchen einen solidarischen Umgang miteinander. Und es darf nicht sein, dass auf menschlicher Ebene die Menschen permanent in Konkurrenz gegeneinander gehetzt werden. Und es darf auch nicht auf staatlicher Ebene sein. Und ich kann nicht damit zufrieden sein, wenn Deutschland Exportweltmeister ist, sondern es geht darum, dass möglichst alle Menschen ein gutes Auskommen haben. Ich denke, die Floskel, die oft gebraucht wird, der Mensch im Mittelpunkt. Und in Wirklichkeit ist es das Geld, was im Mittelpunkt steht. Wir hetzen ja alle dahin, damit wir Geld kriegen, um irgendwie mitspielen zu können oder irgendeinen Standard zu bewähren. Es sollen Schritte erdacht werden, die man praktisch umsetzen kann, damit der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht, nicht nur in der Floskel, sondern in der solidarischen, alltäglichen Realität. Was ich aus der Runde jetzt mitnehmen kann, ist, dass, also ich habe jetzt erkannt, viele haben so ihre Sichtweisen zu Europa und ich finde es positiv, dass man solche Runden, solche Sachen veranstaltet, damit man wenigstens noch dadurch die Jugend erreichen kann, mal wenigstens ein bisschen was über Europa nachzudenken. Von daher finde ich das positiv und ja, ich finde es auch cool, dass man nochmal alle Meinungen und so darüber hört und auch mal überhaupt darüber spricht, weil ich glaube, wir reden sonst nie darüber. Das ist halt einfach nicht so unser Thema. Das finde ich aber cool, auch so die Meinung von meinen Kollegen hier zu hören. Das finde ich halt echt cool. Und ja, was ich mitnehme halt, ja, das ist so das, was ich mitnehme, das sind die ganzen Meinungen und dass man halt echt darüber nachdenkt, weil wir sind halt später die quasi darunter leiden oder halt sich darunter beglücken dürfen, je nachdem wie es halt läuft. Oder die Erfolge einfach, je nachdem halt, was wir machen, ja klar. Deswegen finde ich es halt schon interessant und ich denke, man müsste sich eigentlich auch in unserem Alter viel mehr damit beschäftigen. Aber es kommt halt nicht zu uns ran, finde ich auch. Es ist schade eigentlich, weil wir haben nirgends diese Chance, uns da richtig zu informieren, weil wir hocken teilweise bis 5 Uhr in der Schule und danach Hausaufgaben, dann haben wir auch keinen Bock, uns irgendwie noch mit Politik oder Europa auseinanderzusetzen. Ich sehe das auf jeden Fall so ein bisschen wie er, weil wir haben zwar Sozialwissenschaften 4 Stunden, glaube ich, in der Woche, da redet man auch ab und zu darüber, aber da haben viele auch dieselbe Meinung und jetzt hier hat man noch mal andere Standpunkte gehört und das fand ich auch sehr interessant. Ich stimme genauso wie meine Kollegen hier auch Glänzweise und Marxweise halt zu. Und was ich halt auch mitnehme, ist, dass man sich generell mehr für andere auch einsetzen muss, um halt auch mal im Leben weiterzukommen. Und generell offen sein für alles und sich halt auch mal mehr mit Themen halt, ja, sich mehr Themen halt anzugucken, damit man darüber auch diskutieren kann und die dann halt auch verbessern kann für die Zukunft. Ja, was ich von heute mitnehme, ist auf jeden Fall, dass wir alle glücklich sein sollten mit der Freiheit, die wir haben, aber es bei weitem kein negativer Punkt ist, nach mehr Freiheit weiterhin zu streben und nach mehr Verbesserungen in Europa, nach den Idealen, die wir heute alle genannt haben. Ja. Ja, was ich mitnehme, ist wie alle anderen hier erstmal die Meinungen, die hier geäußert wurden. Und das war eigentlich meine erste außerschulische Konfrontation mit diesem Thema und deswegen war es auch mal schön, Meinungen zu hören, die nicht mit der Schule zusammenhängen, wo man jetzt nicht unbedingt seine Meinung für sich behält, weil man dadurch eine schlechte Note bekommt oder sowas, weil es dem Lehrer nicht passt. Ja, und was ich mir halt denke, sozusagen, was man machen sollte, wäre, sich etwas mehr auf die Umwelt zu fokussieren, damit auch den Rest der Welt einzuschließen. Und dann unter Umständen auch, damit andere Leute, die jetzt mal nicht die Umwelt verpesten durften, mit geteilter Technologie auch halt diesen Profit bekommen, ohne die Welt kaputt zu machen.